versuchs. In Stadt, in beobachtete, in Geheimnis, das niemand sehen sollte, sah alles, bis das Unsichtbare in beobachtet, versuchs. Jetzt ist jemand anders auf der Spur ein Netz aus Beobachtung eine Bedrohung, die tiefer geht, als man denkt. Wer beobachtet werden und wer ist der Entscheidende. Der Kontrollraum des statischen Überwachung lag tief unter dem Verwaltungsgebiet in Ort, an dem die Zeit keine Bedeutung hat. Das Sammeln der Server, so das ließ Flackern der Monitoren und der Geruch von abgestandener, Klimaanlagenluft bildeten eine Atmosphäre, in der Menschen leid vergessen wurden. Aber vielerlei. Als Hendrik was an diesem Morgen die Schwierigste auf die Spur sofort, dass der Raum etwas Festgeferins hat. Fast so, als hinch die Luft noch voller Angst. Leonhard Fabers Stuhl stand nur wenig Zentimeter nach rechts gedreht, in winziges Detail, kommt der Redwort. Aber Hendrik bleibt daran eigen. Man geht nur weil Leonhard bewegt den ersten nicht unbewusst. Sie arbeiten mit strikten Mustern routiniert. Woher es aber an dieser Stuhl wirkt, als hat jemand sich pleitig adjoint, hat alarmiert. Auf der Tastatur legen drei Finger die Hack nebeneinander. Sinnvoll nicht verwischt, nicht panisch, nicht geordnet. Sie sahen aus wie der Abdruck einer Hand, die für einen Moment sorgt, kurz bevor sie etwas Entscheidendes tat. Hendrik schaltet den Monitor ein. Das lichte Display überflutet den Raum und toucht die Lampe in kaltes Blau. Scansen versenkt für einen Augenblick erschien sein eigenes Spiegelbild zwischen den Pixeln. Angestrengt Maudi waksam. Die Forensiker hatten den Raum bereits oberflächlich untersucht, kein Einbruch, kein Drogen, kein toxischen Substanzen, kein Kampfspuren, und dort war ein Mann tot. Einfach so, in einem Raum ohne Fenster, in einem Job ohne körperliche Risiken. Hendrik setzt sich an das mit tief durch. Die Einsamkeit des Raums kroch unter die Haut. Erinnerte sich daran, dass Leonhard seit 10 Jahren jede Nacht Heier verbracht hat. Kein anderer College mochte die Nacht schütten. So lang so still, so nah am Abgrund zwischen Realität und den hunderten Bildschirmen. Außer den Computer startet, blinke Jayon in sich deti, auf ihre Ehrige Jayubesiker. Der Titel allein holte sich wie ein Drohungen. Die Idee empfiehlt ein Abfolges Kameradressen, seit kurz an Frequenzbrau inch. Leonhard hat offenbar versucht, etwas zu dokumentieren. Wahrscheinlich in den letzten Sekunden seines Lebens. Hendrik klickte auf den ersten Clip. Die Aufnahmen begannen harmlos leer Straße in wo bis in der Bus ein Fahrradfahrer liegt. Dann abrupt, Schanzenversorgs, ihn lief ohne Kennzeichen. Bewegt sich in einem Muster, das sofort auf ihr erfuhr exakt durch die Berge zwischen mehreren Kamerabereichen immer dort. Wo der Sichtwinkel am Showchasten war. Kein normaler Fahrer kannte dies Punkt. Niemand, der nicht so die gesamte Deutschlandsarchitektur analysiert hat. Der Entscheidungsclip seit den sogenannten Schattenlufer. Ein Mann mit Kopfhus des Jesset im Winkel verborgen. Bewegt sich ruhig, aber zielstrebig. Als wohl Radio die blenden Flecken der Stadt blind beherrschen. Sekunde für Sekunde verschwand aus einem Kamerabereich und tauchte im Entscheidung auf. Und dass die Bewegung dazwischen aufgezeichnet wird. Hendrik runzelt Deisten, das war kein Zufall. Das war Routine, das war Training. Wechselt zur letzten Sequenz. So ist ein City-Rang-Bildroschen digital Artefakte, flackernde Linien. Die Art von Stirrang, die normalerweise nur durch überlastet Server oder gezielte Manipulation entstand. Und dann erschien eine Aufnahme, die Hendrik den Atem anhalten ließ. Leonhard Faber aufgenommen von einer Kamera, die ihn nicht aufnehmen konnte. Die Linse frontal, sein Augenweit, sein Gesicht angespannt. Die Pupillen juitet wie bei einem Mann, der etwas Unglückliches gesehen hat. Saß im Kontrollraum, Gino in diesem Stuhl, Gino in dieser Position. Doch die Kamera, die das Aufnahme war fest installiert und der Mechanismus unbewegungsmotor Motor seit Jahren an war ändert. Es gab keine physische Möglichkeit, dass sie sich auf ihn ausgerichtet hat. Hendrik hielt das Video an, spalte solche wieder war, wieder so okay, das Bild ändert die Nächste. Leonhard hat direkt in die Kamera gestartet. Dann wurde der Bildschirm für einen Sekundenbruchstil komplett hell, fast weiß. Ein Strichlicht erhellt den Raum. Und mitten in diesem blendenden Licht war ein Silhouette zu sehen, nur ein Bruchstil einer Sekunde, so wenig für eine Identification aber genug, ein Gefäll von Anwesenheit zu erzeugen, von Ende her, von Gefahr. Hendrik spürt die Nacken heraufrichten, orte nach seinen eigenen Atem. Der Leih zwischen den Serverschreien kann halten. Wollte die Datei schleiern, doch plötzlich erschien ein News-Eil am unteren Rand des Bildschirms. Kein Tastatureingabe, kein Mausklick. Die Worttoten einfach auf, hat zurückgeschaut.
Hendrik riss den Blick hoch. Das Geräusch kam plötzlich, ein leises Kultisklick. Ein der Deckenkameras hat den Fokus gewechselt. Unmechanisch Biogang. Und Geräusch. Sie zielte auf ein. Ein kaltes Gefühl legt sich auf sein Brust. Leonard war nicht einfach gestorben, war beobachtet worden. Und jetzt war Hendrik der in Chest. Der Morgen über der Stadt war grau, als Hendrik was aus dem Kontrollraum trat. Der Vollverführer hielt sich scheu an, als hatte jemand ein Joint in seinen Brustkorb gelegt. Der Tod von Leonhard Färber war offiziell noch in medizinisches Artikel, aber Hendrik wusste jetzt schon, das hier war kein natürlicher Tod. Das konnte es nicht gewesen sein. Die Forensiker erwarteten ihn bereits im Institut. Der Sterilgeruch von Alkohol und Latex lag in der Luft, als Hendrik durch den Flur ging. Dr. Schreider, der Leutnant Jericks Mediziner, stand über einem Bildschirm gebückt, auf dem Leonhards Hörsaufnahmemaster zu sehen war. In selben Sackiglinien, die abrupt abbrechen. Es ist ein Joe helig, sagte Schreider, ohne aufzuschauen. Hörstillstand ja, aber kein typisches Muster. Auch kein Stromschlag, kein Neurotox, fragte Hendrik. Schreider schüttelte den Kopf. Aber zoomte auf ein Stell. Hier, Mikrospion elektrische Aktivität, aber kein Coil. Kein Werbeengine, fürs kein Hotmarkierengine. Nichts, was ich erklären kann. Ein Hörst, das reagiert, also täte sein Signal erhalten, aber ohne für sich Einwirkung. In Augen, der das abgeschaltet wird. Genau wie ein Kamera, die jemand per Auftrag diktiert. Hendrik verließ das Institut mit einem Gefühl, das allein nicht mehr desperate hat Kontrolle verlässt. Die Art von Hilflosigkeit, die Ex-Soldaten nur dann empfanden, wenn etwas unzeigbar und unberechenbar wird. Versucht das Spüren die rote Naht, da es das Videonetzwerk umfasst mehr als 5.000 Kameras. Normalerweise wirke es chaotisch, überlegt und übersichtlich, doch Leonhards Aufsichtungen zeigten etwas anderes Muster. Precision, wiederkehrende Ablauf. Hendrik vor seinem ersten Standort der Cruisung, vor seinen der Lieferwagen und Kennzeichen zum ersten Mal auftaucht. Die Straße war schmal, die Gebiet alt, die Laternen warfen selbstbieteriges Licht in Schatten. Hendrik blieb stehen, betrachtete die Kamera über ihm. Sie war da montiert ohne Motor. Genau wie Jean, die Leonhard gefilmt hat. Lehnte sich an die Wand, stellt sich vor weiter wegen die Rote vor, langsam. Zielgerichtet wie ein Sonde, die den Raum prüft. Am Boden fand etwas, das nicht dahin gewählte. Ein winziger metallaner Clip. Wenn 1 Millimeter groß, aber eindeutig Teil eines mobilen Stilmodels, das elektromagnetische Impuls ersehen konnte. Forensiker bestätigten später, das Teil stammte nicht aus Deutschland. Es war Spezialtechnik. Jemand hat absichtlich Blindflecken erzeugt. Jemand wusste, was sie nötig wären. Jemand, das Netz der Stadt kannte, wie sein eigen Handfläche. Die Sport der Schattenlufer. Hendrik erreichte den Parkplatz am alten Banknotenpunkt, wo der Schattenlufer am 2. Mile aufgetaucht war. Hier gab es 3 Kameras, nur so funktionierten in der Nacht. Die Zeitzählrangen. Dieselben Rangen, die in Leonhards letzter Aufnahme so sehen gewesen waren. In Dubiermespuren Scanner seit minimal orchestert und an die frische Abdrücke kaum zeigbar, aber eindeutig menschlich zu spüren. Klein Licht mit einer Ebro-Bürgang, da auf einen Audufer hindutit. Noch interessanter war jedoch, wohin sie führten. Direkt in einen Bereich, der eigentlich rund die überwacht wird. Doch die Kamera dort hat Gino in der entscheidenden Minute Betragsfehler. Nicht Deva. Niki danach, in diesem einen Seitfenster, das war kein Zufall, das war ein Eingriff, ein Fernsehgriff. Hendrik fotografiert die Spuren, nahm Proben der Oberfläche, dokumentierte jeden Zentimeter. Arbeitet methodisch, bewusst langsam. Es gab in diesem Fall keinen Platz für Fehler, die Gegenseite macht kein. Die Drittspur der Digitalriss 06K in der Zentral der Palais Digital Technik saß Hendrik neben Spezialisten, die Videodatien aus Leonhards DHI ein UBACK analysierten. Die Codes waren merkwürdiges war, als würde das Video nicht einfach manipuliert worden, sondern als würde die Quelle selbst versweit worden. Ein Techniker sieht Hendrik ein Frame im Vorphasen stellt sackenden Bericht. Ein kaum sichtbarer Glitch. Eine Art Schatten in Hilo, das zwischen zwei Bildern lag. Für es ist kein Artefakt, sagt der Techniker, das ist ein Overlay. Sinnvoll so, jemand hat ein Sustlich hineingebaut. Der eine Bein von was. Der Techniker sagt mit den Schultern, Daten, ein Signal willigt ein Marker. Es ist so sauber, so präzise, so geistlich. Hendrik zoomt auf die Stelle und der Leonhards Augen im letzten Video so sein Josen waren. Sie waren getötet. Gleichsend voller Erkenntnis und voller Schrecken zugleich.
als hätte dort ihr im allerletzten Moment etwas verstanden. Etwas, das Hendrik noch nicht sah. Der Druck wird just Hendrik ging Sorge in Leonhards Wohnung. Sie war schlecht ordentlich, fast militärisch auf ihr Amt. Auf dem Tisch lag ein Kaffee, das war der letzten Schritt, Hauptwahl, kalt geworden. Ein Leben, das abrupt stehen geblieben war. In einem Schrank fand einen Ordner. Leonhard hätte Privatnotizen gefordert. Etwas, das in diesem Job selten vorkam. Die Blätter waren gefüllt mit Solemreien aus den Roten. Hat Muster entdeckt, bevor überhaupt jemand wusste, dass es welche gab. Letzte Zeit des Notizblocks handschriftlich, krakelig-elig. Als Tioteras in einem Moment der Panik geschrieben. Die Kameras sehen nicht mehr mich. Sie sahen mich an da. Die Wahrheit formt sich langsam. Hendrik saß später im Auto. Die Stadt rusht vorbei, versorgt. Doch seine Gedanken drehten sich einen einzigen Punkt. Warum sollte jemand die Überwachung der Stadt übernehmen wollen? War es ein Test, ein Experiment? Ein Angriff oder war es etwas viel Persönliches? Etwas zwischen Leonhard und dem Manipulator? Hendrik wusste, dass sich in einem Netz befand. Nicht irgendeinem Netz, einem, das sich über die gesamte Stadt legt, und spürte etwas. Dieser sieht Jaren nicht mehr gespürt hat. Ein Gefühl von unsagbaren Augen im Nacken. Blickt instinktiv in den Rückspiegel. Ein Straß in Kamera dreht sich im selben Moment ein zierliche Natschantenne, genau auf seine Position ohne Grund, ohne Signal, ohne Mechanik. Endnote von Chapter 2 Hendricks Atemwort Flash wusste jetzt die Leonhards Todd war kein Anfall. War ein Warnsignal, und der Genage, der dieses System kontrolliert. Hetlei Laliaxt mag das Hendricks uti vordrang. Versorgs. Der Morgen hat kühl begonnen, und über der Bandestree lag ein dünner Schleier aus Nebel, der den Asphalt wie ein Grauhort wirken ließ. Kommissar Fogg Brenner stand breitbeinig neben dem markierten Bereich, die Land tief in den Taschen seiner Einsatzjacke vergraben. Der Geruch von verbranntem Gummi lag noch immer in der Luft. Ein schwacher Hinweis darauf, dass der Täter in großer Eile düsen war. Neben ihm night Forensiker Dr. Janos Richter über den frischen Spuren. Hat ein klein tragbar Lamp ausgeklappt, die ein kultis Licht über den Boden warf. Von der Förster in Markierungen waren teils verschmiert, als hat dort etwas Schors darüber geschliffen. Sagt so diablik passen weder zu zivilen SUVs noch zu Einsatzversuchen, murmelt Richter ohne aufzublicken. Das Profil ist so aggressiv, so grob, irgendwas Militärisches, oder zumindest modifiziert. Volk sagt die braun zusammen. Also jemand, der weiß, was tut, ragt nicht hinab. Definitiv. Und das Haier, sägte auf ein Englisch Kirby im Asphalt. Kann die von einer verstarkten Stoßstein stammen. Der Wagen ist mit hoher Geschwindigkeit ausgewichen oder hat etwas gerammt. Volks Gedanken wanderten zu dem inzigen wirklichen Zugen. Der Automatis drawn das Highway Patrol Operators Rico Hartmann, der so entscheidet so verschwunden war. Dessen letzte Übertragung sieht ihn vor sich, dass wie in schwarzer Schatten über die Bandestraße rast, ohne Kennzeichen und Lichtreflex. Fast so als hatte das die Kamera bewusst umgangen. Ihn unerwarteter fand rechter Richtet sich offen ging ein paar Schritt weiter, immer noch gibt wie ein Jäger. Zwischen zwei größeren Straßenrand bleibe stehen. Hier ist noch was. Zog ein klein metallische Scheibe heraus, kam größer als ein Fingernagel. Die Oberfläche skimmert mit, als würde sie unenslich verdankelt worden. Was ist das? Fragte Fogg. Richter legte sie in einen durchsichtigen Beutel. Sie hochfest Legierung. Wird üblicherweise in gepanzerten Sonderfahrzeugen verbaut. Aber er sieht nach individueller Anfertigung aus. Fogg snort. Wir jagen also jemanden, der ein Fahrzeug benutzt, das man nicht einmal im Internet findet. Jemanden, der Geld, Kontakt und vor allem ein Motiv hat. Die ersten Zusammenhalt, wenn ich später traf, nennen lässt Leonhard Wessel ein, dass sich die Umgebung mit einem Tablet in der Hand ansah. Sein Gesicht war blass, als habe die Nacht durchgearbeitet, was wahrscheinlich der Wahrheit entsprach. Ich hab die Drohnenaufnahmen Warmabändes Warfuls und not durch die Filter gejagt. Sagt Leonhard, während der Fogg das Display hinhielt. Schau das hier an. Auf dem Bildschirm war die Dunkelsträhne zu sehen. Erst nachts ein Liedjes, ne Farben an Liedpfosten. So doch sobald Leonhard den Kontrastmanual veränderte, tot schwarze Reflexion auf ihn Umriss, rechteckig, breit, schor. Für der Wagen hat ein Ton Beschichtung, sagt Leonhard. Optische Ablenkung wahrscheinlich aktiv. Militärisch aber war besert. Das ist nicht einfach eine Blitzstilftechnik.
Volksbohr einen Noten in der Megengigen. Johan Jiman benutzt so etwas auf eine öffentlichen Diochenstraße. Und ja, bestätigt Leonhard, an der Welt nicht gesehen wurden. Nicht zufällig, sondern gezielt. Der Drugsteit solche Stra en Rand beobachtet folk, wie die Sprenzichrang die Straße weiter absochit. Je länger die Arbeit dauert, versorgs, desto klarer wird dass sie es nackt mit einem duellen Anfall zu tun hatten. Der Täter hat ihn nicht fliehen müssen, hat geplant vorbereitet, vorher verhört. Rico Hartmanns Verschwinden war kein Zufall. An das Versag, das im Danken oft dort an Verschwand, war nicht den Wegen, ist war ihn Werkzeug. Ein Werkzeug, das jemand benutzt, Agin zu dem Schweigen zu bringen. Fauk, rief Richter plötzlich. Das musst du dir ansehen. Hielt einen weiteren Beweisbeteil hoch. Darin lag ein kleinster UK-Stoff. Dunkel fassrig lichtet verbrannt an den Randen. Fox jesset wird retit sich. Von einem Handschuh oder von einer taktischen Einsatz aus, meinte Richter. Jedenfalls nichts. Das ein normaler Autofahrer tragen will Juadi. Fox enttatslers als Fox sich weiter aufrichtet, schweift sein Blick über die Straße. Kalt leer anscheinbar. Für nix dutit darauf hin, dass hier ein Mann verschwunden war und ihn ansagbare Gegner Freifahrt hat. Bald die FUst. Wir finden den Wagen. Sensenversorg, sagt mit Leser fester Stimme. Und wenn wir den Wagen finden wir auch den Mann dahinter. Rector nickte. Wenn wir Glück haben, finden wir ihn. Bewahr weder sachleti. Folk antwortet nicht. Wusste genau dieser Gegner arbeitet nicht so immer am selben Ort. Aber hinterließ Master. Und Master lan nei. Sanversorgs darabend war bereits hier in Brochen als Kommissar Falkbrenner und sein Team in das Industriell am Rande der Stadt fuhren. Zwischen grauen Hallen, rostigen Seedern und einer verlassenen Laderamp weht ein kalter Wind der Papierfetzen und Staub über das Gelände trug. Kaum jemand betrat diesen Ort freiwillig und Gino Dischab interessiert Fox sich dafür. Journalist Leonhard Wessel hat ihm am Nachmittag einen Hinweis geliefert, einer der ansagbaren Wegpunkt, der das unbekannte Tarnvorsorg benutzt hat. Fauti hört nicht weiter über auf ihn Straße in Sundenburg abrupt hierher ab in dies Virgin Industriezone in Ort unkammeres, ein Ort ohne Agensiegen, ein Ort, an dem man ansagbar sehen konnte, selbst unternang. Die ersten Anzeichen Volk mit seiner Taschenlampe über den Boden der Halle. Da bieten war gesprangen. Aber an einer Stelle, nur wenig Meter vom Eingang entfernt, lag der Staub nicht glanselig. Als hätte sich dort überschaus bewegt in Versog, sagst das Spüren hinterle, obwohl es was hat, kein zu hinterlassen. Hier, murmelt Volk, Forensiker Dr. Janos Richter neigt sich sofort nieder. Sesense strich vorsichtig über die Oberfläche und hob dann ein klein Dunkelfaser auf, fast identisch mit dem Stoff der Kay, das sie an der Bandestraße gefunden hatten. War des bestigt die Richtung, sagt Richter. Der Wagen ist hergewiesen, und der Fahrer wahrscheinlich auch. Fox Hörsklag beschleunigt sich. Das bedeutet, der Täter nutzte dieses Geländeregion. Der versteckte Durchgang Leonhard kam von der RU-Keckseite Hall. Wirkte angespannt. Sein Tablet und die Brust gedrückte. Ich glaub, ich heb etwas gefunden, sagte Elise. Führte sie zu einer Metallwand. Old verrostet, scheinbar stabil. Doch aus Leonhard dejigen Drauigkeit gab sie leicht nach. Ein Hohlraum dahinter. Richter trat vor. Der sieht nach einer Schiebiter aus. Gemeinsam schoben sie das Panel zur Seite. Dahinter kam ein schmaler Korridor zum Vorschein, kaum breiter als ein Mensch. Dunkel, staubig, doch der Boden war auffällig sauber, so sauber. Hierfür hat jemand regelmäßig durch, murmelte Volk. Am Ende des Korridors befand sich ein zweiter Raum. Als die Taschenlampen anerhielten, wurde klar, dass nicht zufällig halt war. War breit genug für ein Fahrzeug. Perfekt gelegen, etwas zu verstecken oder zu warten, ohne entdeckt zu werden. Spüren eines geheimen Systems, der Raum ist nicht neu, stellte Richter fest. Und der wurde angepasst. An den Rändern befanden sich Reste von Halterungen und Kabelklammern. Als hat einmal ein technisches System gehangen, oder als wurde es irgendwann wieder dort aneigen. Leonhard neigt sich neben einen der Metallplatten. Schanzen versorgte hier, da war ein Energiekabel Hochstrom. Bestimmt kein Standardkram, auf Foxa innen, für was brodacht man so etwas, für ein Ladejet, für sich oder ein Tarnmodell, antwortet Leonhard. Wenn jemand ein Fahrzeug mit aktiver optischer Tarnung benutzt, braucht Energie, viel Energie. Richter ärgern sieht. Dieser Raum könnte ein Wartungsplatz sein. Ihn versteckt die Port, der Fox Megan sorgt sich zusammen. Wenn das stimmt, dann bedeutet es eins,
Der Theater kam hierher solche immer wieder. Dieser Ort war ein Notenpunkt. Ihn fand, der als während der Rektor unter solchet ein Eck, in der Stor neben war. Dillet was vorsichtig. Hab ihn kleines Objekt hotch, ihn hotchtenens metalst etwa wie Zentimeter lang glatt geschliffen, aber in den Adi dann der Mewe formt, das ist Teil eines Sensorplatt, erklärte, wird normalerweise an Spezialfahrzeugen befestigt, am Radar oder W-Rebel zu kontrollieren. Leonhard bis sich auf die Leb, also doch militärisch, Fox Pure, weiß sich die letzten Puzzleteile an ruhig dretten und sich zu setzen. Ihn jedax beilt aber noch anscharf. Und wem geart so ein Fahrzeug? Fahrzeugs fragte halblot. Richter antwortete jemandem, der nicht gefunden werden will. Anders sicherstellt, davon saß, dass niemand jemals sieht. Die Spur des Verschwindelns Leonhard wischte über den Boden an Stieg auf ein fein Kratzspur. Reifenabdrücke, sagte er. So tief genug, Richtung an Jewish zu bestimmen. Der Wagen ist hergewendet. Dann durch den Korridor. Und danach verschwunden. Wohin? Fragte Fogg. Es gibt einen zweiten Ausgang, sagte Leonhard. Ich hab's auf der Karte gesehen. Inote Tunnel. Der so eine stillgelegten Rampe hat, Rektor Ransel die Stern. Wade perfekter Fluchtway Fogg nicke langsam. Es war nicht nur ihn so fluxort. Es war Teil eines Netzwerks. Jemand bewegt sich durch die Stadtway in Schatten, nach die verlassenen Strukturen Alt-Industriekanäle, Lederrampen vergessen sofort hin. Ein komplexes System gebaut für einen Zweck, unsichtbar Bürgang, unsichtbar Operationen, unsichtbar Dualt. In Moment der Jewischheit als sie den Korridor wieder verleichen, bleibt Fogg stehen. Sein Blick ruht auf den Spuren im Staub, auf dem kleinen Metallstücke, auf den Kabeln und den Unenden. Wusste, was das bedeutete, der Täter war organisiert. Der Täter war vorbereitet. Der Täter hat Ressourcen, Vorsorgs, und hat Rico Hartmann nicht so feilig getroffen. Fogg sagt es, aber bestimmte der Mann, den wir solchen arbeitet nicht allein. Das hier ist nur ein Teil von etwas Größerem. Rechter sein, ein Netzwerk oder eine Operation, ergelen sieht Leonhard. So Fogg sah in der Dunkelheit des Korridors so wir haben den Rang gefunden. Jetzt müssen wir ins Zentrum. Die Stadt hat sich wieder in die Wirtschaft, grau Routine solche gesogen. Straß in Laternen warfen lang Schatten über die Pflasterstein. Sie versuchs. Der Worker roschit monoton an den Gassen stehen niemand mehr die Geifersionen, die nur wenig Stage über die Gesamtinfrastruktur erschüttert hat. Doch Kommissar Fogg Brenner wusste, dass die Route chargerisch war. So viel blieben Angels die so viel Lücken offen. Der Geheimnis Verwaltungsknotenpunkt unter der Stadt war nun stillgelegt, die Leitungen gekappt, die Server isoliert. Marek Schiller, der ehemalige Systemtechniker, saß in Untersuchungshaft. Offiziell gestern danach, dass übernommen habe, was niemand kontrollieren konnte. Schwieg zu allen Details. Sagst die Tragweite seines Netzwerks während der Taten. Sein Blick war kehal berechnend, weder eins Manns der wusste. Dass nur ihnen die Chen in einer großen Maschine war. Reflection im Kontrollraum, Fogg betrat den Kontrollraum, in dem Leonhard Faber seine letzten Stunden verbracht hat. Die Monitor waren wieder funktionsfähig, das Licht keines kein Rauschen, kein Stirangen. Alles ging normal steril, fast beruhigend. Doch als Fogg sich setzte, bemerkte ein winziges Detail, eine Kamera flackert kurz auf, ein Pixelrauschen in der unteren Ecke eines Monitors. Kaum wahrnehmbar, ein Reflex, den man leicht übersehen konnte. Fogg loti sich vor, das Herz rast. Die Luft im Raum verhielt sich plötzlich enger und schwerer. Wusste die Beobachtung war nicht nur ein Werkzeug gewesen. Sie war ein Art, das weiter existiert. Unerbauen unaufhaltsam. Die an uns gesprochene Wahrheit offiziell wird Leonhards Tod als technisch induzierter Hörstillstand ingestafft. Inoffiziell wusste Fogg, dass dies nur die halbe Wahrheit war. Die Polizei hat das Dokumentationsmaterial in Gescheranke freigegeben. Wenn manche Videosausschnitt sogar gelsat, die Öffentlichkeit sollte beruhigt werden. Die Stadt sollte nicht erfahren, dass jemand in der Lage war, jede Kamera, jede Signal, jede Datenleitung zu kontrollieren, und Menschenleben damit zu manipulieren. Fogg ließ daher über die Monitor gleiten. Erinnert sich an die Notizen von Leonhard, die Master, die Aufzeichnungen der Anomalien, die winzigen Unregelmäßigkeiten, die nur jemand mit Erfahrung erkennen konnte. Leonhard war kein Opfer von Zufall. War ein Pionier, ein Beobachter, der so viel gesehen hat. Und doch war sein Tod ein Signal, dass der Stadt bleibt wachsam, vielleicht sogar wachsamer als Jesu war.
New Bedrohungslinien dobie friend folk Dutch die Aufsagnungen bloot 30, bemochtete weiter an Regierments Ikheiten. Klein dat make it. Die unentdeckt Dutch das statisch Netz geflossen wären, wiederholten sich in präzisen Abständen. Jemand hat den Zugang nicht nur genutzt, satte folk les. Olie hat eingerichtet vorbereitet, anderes noch immer da dran Leonhard Wessel daneben am Saß nickt. Die Wahrscheinlichkeit. Das Merk allein handelt ist minimal, jemand muss einen koordiniert haben, wählt mehrere Personen, ein Netzwerk, ein Operation. Fox los die Augen, ihr Dackerte in den Schatten der Ufer, und die Lieferungen und die Kaibal, die überall in der Stadt verlegt waren. Alles war geplant. Alles war für die wussten, was solchen Massetten, die Gefahr war nicht vorbei. Sie hatten eine Form verändert das Ende der Jagd. Später, versinks aus Folk allein durch die stillen Korridor der Bewatchungszentral ging Sputor, das etwas sein Beobachten beobachtet. Nicht menschlich, nicht sichtbar. 1% die in den Leitungen, in den Datenpaketen, in den Kameras lauert. Bleibt stehen, betrachtet die Monitor. Alles ging friedlich. Bis plötzlich einen Satz auf einem Bildschirm bemerkt, kein Stimme, kein Ton. Text wo beobachtete ihr Reich, sein Atem stockt. Das der Bildschirm flackert kurz, dann kati ruhin. Fast so als ob der Text ne ein Erinnerung war, ein Warnung, ein Hinweis darauf, dass die Stadt niemals wirklich unbeobachtet war. Folk erkannte, dass die Ereignisse der letzten Tage nur der Anfang waren. Leonhards Tod hat die Türgier verfehlt, so etwas größerem, komplexerem, unkontrollierbarem. Wusste, dass die Augen der Stadt überall waren, fast dass sie weiter sahen, dass jemand irgendwo die Kontrolle übernommen hat, und woher die Monitor abschaltet, spürt Folk ein Erkenntnis. Die Schur war aus jeder Fall dennoch gelst hatte die Stadt war niemals sicher, und niemand war wirklich frei. Das Sturm war vorbei, aber die Schatten blieben, und die Augen waren immer noch wachsam.